Hi Leute und herzlich willkommen zur dritten Folge der Schlafparalyse Erfahrungsreihe, die ich hier vorbereitet habe, bei der ich in den letzten Folgen schon erzählt habe, dass es eine Reihe ist, die dem einen oder anderen da draußen definitiv zu heftig sein wird. There is a nightmare more terrifying than any other. A nightmare that has haunted thousands of people all over the world. It felt as if there was a male presence there who was evil. I can remember seeing this figure in the doorway. I just knew it was female. A presence comes into the room, paralyzes its victim, then leaps on their body and assaults them. It hits me so hard at times where it knocks me off my mattress. She's choking me so hard that I think that my voice box is going to collapse. Sometimes it's a shadowy figure, sometimes an old hag, sometimes a demon. But whatever shape it takes, the entity, as it is often called, has concrete effects, leaving its victims battered and exhausted, their lives in pieces. Sufferers are sure that when they see it, they are awake, and it is real. Science, psychology, and religion have all grappled with this phenomenon. Can any explain the mystery of the entity? Kleine Triggerwarnung vorweg, in der heutigen Folge geht es um sexuellen Missbrauch während Schlafparalyse. Ein Thema, zu dem ganz viele von euch mir auch schon Geschichten erzählt haben, beziehungsweise Erfahrungen geschildert haben. Und für jeden von euch da draußen, für den das ein rotes Tuch ist, jetzt einfach abschalten. Und für alle anderen, die damit vielleicht Erfahrungen hatten oder die das Thema sehr interessant finden, die können sich jetzt anschauen, was Marc zu dem Thema zu sagen hat. In spite of a normal childhood, Mark Gillen has suffered from particularly disturbing nocturnal attacks since he was a teenager, and still finds them difficult to talk about. I was only about 17 when this first happened to me. I went to bed as normal, fell asleep, enjoying a good sleep, when probably in the middle of the night I was wakened by the feeling that someone was in the room. I couldn't explain who it was. I didn't know who it was. I then felt being totally paralysed, the fact that I could not move at all. It was as if the power that was there, the energy, was able to control my body. I was being held down from the back. I could feel his hands on me. I could feel that it was a man. I could feel the size of him. I knew that the size of the person that was there. It was a fully grown man. What happened next was a sexual act. It felt as if there was penetration, as if I could feel him pushing himself on top of me. I thought I was going to die. I thought that they were going to kill me. Marc erzählt, dass er gerade 17 Jahre alt war, als er das erste Mal spürte, dass irgendwas in seinem Zimmer ist. Er hat keine Ahnung, was es war oder wer das war in seinem Zimmer. Er wusste nur, dass er sich kein Stück bewegen konnte und keine Geräusche von sich geben konnte. Er hatte irgendwie das Gefühl, dass die Präsenz in seinem Zimmer seinen Körper kontrolliert. Bei Marc hörte die Begegnung nicht kurz vor seinem Gesicht auf. Marc lag auf dem Bauch, als es passiert ist. Er konnte ganz deutlich spüren, dass ein großer, schwerer Mann ihn mit seinen Händen in die Matratze drückte. Kurz darauf kam es zum Missbrauch. Er dachte, dass er währenddessen sterben würde. When the paralysis eventually went away, I felt as if the presence had withdrawn into the corner in the room. That there was some creaking, not literally moving, but it was creaking as if there was something there. Als der Mann oder die Präsenz in seinem Zimmer fertig war, konnte er spüren, wie es sich zurückgezogen hat, in eine der dunklen Ecken in seinem Zimmer. Er konnte es nicht mehr sehen, aber er konnte immer noch spüren, dass es in der dunklen Ecke ist. Dort, wo er nichts sehen konnte, konnte er die Fußbodendielen knarren hören. Mark's alleged ordeals have been so severe that they've caused a strain,
in his relationship with his fiancée. Vary refuses to talk about this for one reason. We went through a terrible time with it. I think the fact that I've not been able to cope with this as well as what I should have done has actually contributed towards a lot of the problems that we've actually had in the relationship. I still hold possibly a lot of anger. I still have a lot of feelings in my mind as to, you know, what's happened to me. Have I been going mad? I'm fed up with going to bed and worrying. Mark haben diese Erlebnisse so traumatisiert, dass dabei fast die Beziehung zu seiner Verlobten zerbrach. Er meint, dass es unter anderem daran lag, dass er einfach nicht wirklich damit umgehen konnte und auch nicht wusste, wie er damit umgehen soll. Er konnte nicht wirklich mit ihr darüber reden und das hat alles noch schlimmer gemacht. Angst, Wut und Panik bestimmten sein Leben in der Zeit. Und die Tatsache, dass er immer mehr daran glaubte, verrückt zu werden, hat es nicht einfacher für ihn gemacht. Mark's attacks are horrifyingly real to him, but Dr. Shane believes that a scientific knowledge of how sleep works might explain not only these attacks, but also the myth of demonic assaults on medieval women. Für Mark sind diese Angriffe absolut real und definitiv passiert, aber seine Ärzte sind sich relativ sicher, dass es dafür eine wissenschaftliche Erklärung gibt. Sexual assaults are not common, but they certainly occur during REM. Males have erections. There's also clitoral tumescence in women, so that our dreams have sexual content because our sexual organs and sexual areas of the brain are being activated. So it's not surprising that the combination of fear and sex leads to a sexual assault scenario. Einer seiner Ärzte sagt, dass während man schläft, in der REM-Phase die Bereiche im Gehirn, die für sexuelles Verlangen zuständig sind, immer noch aktiv sind, was auch dazu führt, dass man bei bestimmten Träumen Erektionen im Schlaf hat. Und er ist sich sicher, dass in ganz, ganz seltenen Fällen diese sexuellen Träume oder Fantasien auch zu Missbrauchsfantasien werden können. Für Mark, für den das allerdings alles andere als Fantasien sind, bleiben dennoch ziemlich viele Fragen offen. Eine Frage davon ist, wie es sein kann, dass die Übergriffe erst anfingen, als er in das Zimmer von seinem großen Bruder gezogen ist. Als er den Jahre später auf die Übergriffe ansprach, meinte der, dass er sehr Ähnliches erlebt hat, im gleichen Zimmer. But for Mark, this leaves one crucial element unexplained. His bedroom was once his older brother's. A couple of years before this happened, my brother actually had this room. He was staying in that bedroom. I started to tell him what had happened to me in that bedroom. He did actually say to me that he had very similar experiences. He'd gone through certain things the same, such as feeling of being strangled, feeling of someone being there. He didn't go into too much detail, and just probably the same as me, frightened to talk about it. Is it just a coincidence that it was just the same bedroom? Don't know. While some suggest that sleep paralysis is hereditary and can therefore explain such cases, others believe that entity attacks might be associated with places as much as people. Sein großer Bruder hat ihm erzählt, dass er nachts auch oft gewürgt wurde und oft gespürt hat, dass in dem Zimmer irgendwas ist. Und auch wenn er nicht ganz so offen über das Thema wie Mark geredet hat, hat es Marks Vermutung nur noch mehr verstärkt, dass sein Bruder vermutlich auch diese Missbrauchserlebnisse hatte. Viele Leute glauben auch, dass diese ganzen Übergriffe und dass diese Schlafparalysen nicht unbedingt was mit den Personen selber zu tun haben, sondern viele Leute glauben auch, dass es an Orte gebunden ist, wo es einfach stärker passiert als woanders. Welche Orte das sein können oder was es noch damit auf sich hat, darum geht es in der nächsten Folge, weil da hören wir uns an, wie indigene Völker mit dem Ganzen umgehen, wie die Sachen erleben und was die glauben, was das Ganze sein könnte. Falls ihr ähnliche Übergriffe erlebt habt wie Mark, und ich weiß, dass der eine oder andere von euch ähnliche Geschichten zu erzählen hat, weil er sie mir schon erzählt hat oder weil er schon mal angedeutet hat, dass Ähnliches passiert ist, dann könnt ihr das gerne in die Kommentare schreiben, von mir aus anonym, oder schreibt es auf Instagram an mich oder so oder whatever. Und man kann sich ein bisschen austauschen, man kann darüber reden. Vielleicht tut es dem einen oder anderen gut, darüber zu reden. Vielleicht findet der ein oder andere in der Kommentarspalte oder so Leute, die
Tipps haben, wie man damit umgeht oder Leute, die erzählen können, wie sie selber damit umgegangen und das Ganze vielleicht losgeworden sind. Ich würde mich freuen, wenn der eine oder andere was Brauchbares darunter findet. Ich hoffe, ihr schaltet auch bei der nächsten Folge wieder ein. Bis dahin, schlaft alle gut, bleibt gesund. Euer Kev.